Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute geht's rein in die Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Es wird ein extrem harter Brocken werden auf jeden Fall, das ist sicher. Und mal schauen, wer da wirklich gewinnen wird. Es wird ein Duell sicherlich sein auf Augenhöhe, mit sehr, sehr vielen bekannten Namen auch auf Bielefelder Seite. Wenn man da allein schon Melem und den guten alten Wörl sagt, reicht es glaube ich schon, um zu sagen, dass sie definitiv einen guten Kader haben. In der Breite ist es dann ein bisschen schwieriger bei Arminia Bielefeld, aber die sind nicht ohne Grund ins DFB-Pokalfinale gekommen. Deswegen blicken wir auch zuerst auf Bielefeld. Die haben aktuell relativ viele Verletzte, das ist ein Vorteil für uns. Dementsprechend haben wir aber auch viele Verletzte. Also ausgeglichen an dieser Stelle. Sie sind 5. Platz mit aktuell 7 Punkten, 2 Siegen, ein Unentschieden und einer Niederlage. Dabei sind die Schlüsselspieler aktuell meiner Meinung nach Kersken, der ein absoluter Top-Torhüter ist, Melem und Wörl. Spielsystem ist das 4-3-3 offensiv. Unverletzte gesperrte Spieler sind aktuell Hiltermann, Boyake, Basé, Handwerker, Ulrikes und Lannert ist aktuell gesperrt per roter Karte. Ja, damit hat Bielefeld einen sehr interessanten Kader, haben, glaube ich, meines Wissensstands zuletzt verloren. Ich weiß nicht, ob ich da hundertprozentig richtig liege, aber es müsste so sein. Die mögliche Startelf habe ich hier auch. Kersken wird so wie immer im Tor sein. Hagmann habe ich diesmal rechts hingestellt. Großer und Schneider sehe ich in der Mitte und Zicker links. Also Hagmann getauscht auf die andere Seite und dementsprechend für Boaki einen Ersatz gesucht. Russo wird Sechser machen, Corpus und Melem wieder Achter. Auf den Außen werden, denke ich mal, Will und Momolu sein. Da könnte auch noch jemand anderes starten. Mal schauen. Kania wird sicherlich im Sturm stehen. Er ist in der Theorie der perfekte Stürmer gegen den FCM. Aus neutraler Sicht, muss man so sagen, wie es ist. Und damit blicken wir auf unseren Club und schauen, was wir da so haben. Denn das sind definitiv keine schlechten Voraussetzungen, aber auch nicht die perfekten, denn wie gesagt, auch wir haben Kaderprobleme und ich denke mal, dass das auch hier klar auffallen wird, denn auch wir haben vor allem auf den Außen Probleme, was defensiv angeht und da kaum Möglichkeiten irgendwie zu variieren, vor allem weil wir mit offensiven Flügeln eigentlich spielen, gerne mit defensiv-offensiven Flügeln. Das wird hier aber leider sehr wahrscheinlich eher weniger funktionieren, denn da hat man nur eine Personalie, die man theoretisch aufstellen kann. 3 Punkte aus 4 Spielen konnten wir bis jetzt leider nur holen, aber dazu eine weitere Runde im DFB-Pokal erreicht. Ein Sieg, 0 Unentschieden und 3 Niederlagen. Schlüsselspieler dabei sind Mathisen, Hyrien und Artig. Spielsystem ist das 3-4-2-1. Grundsätzlich, das war letztes Spiel auch was anderes. Verletzte gesperrte Spieler sind dabei Lurik, Diawara, Bockhorn, Child, Bars, Neuenberger ist gesperrt bekanntlichermaßen. Und Musunda ist noch ein Fragezeichen hinter, deswegen habe ich ihn auch noch nicht gesetzt. Denn da hieß es ein bisschen so wieder, dass er vielleicht ein paar Muskelprobleme hat. Mal schauen, was da wirklich passiert nach der Länderspielpause. Mögliche Startelf habe ich hier auch. Reimann wird sicherlich so wie immer im Tor stehen. Hoti, Mathisen, Hugonet würde ich gerne wieder dieses Trio sehen. Das hat mir gefallen. Herrscher wird sehr wahrscheinlich rechts außen starten, weil man nichts anderes hat. Ulrich und Hyrien in der Mitte, wenn sie nach der Länderspielpause top drauf sind. Auch das ist ein wichtiges Kriterium. Dann Artig, Rieb werden offensiv so wie immer. Barkan, Onaiwu wird starten. Ormström kam jetzt nach einer Handverletzung bzw. nach seiner OP wieder rein. Ist aber nicht der perfekte Stürmertyp für Bielefeld. Und dann habe ich einen Startelf-Debütanten, Zajusch, links außen. Ich sehe absolut keine Option auf den links außen, wenn Musunda fehlen sollte. Und würde auch ungern Heber sehen. Deswegen bin ich ein sehr, sehr persönlicher Freund von Zajusch. Und würde mich auch für ihn sehr freuen, denn er bringt gute Leistungen in der U23. Wundert mich sowieso, dass er noch nicht an den Kader herangeführt wurde, der Erstmannschaft. Und damit kommt mein Tipp. Ich tippe 2-3 für uns. Ich denke schon, dass wir da im Endeffekt von der Qualität her einen leichten Vorteil haben, was man setzen kann. Was ich aber ganz klar sagen möchte, es wird ein absolut hochspannendes Spiel, wo es auf die Fehler ankommt, die der andere macht. Das ist kaum ein Qualitätsunterschied. Wie gesagt, Bielefeld hat nicht ohne Grund das Finale erreicht. Diese Qualität haben sie auch weiterhin fast gehalten, außer ob der gegangen ist.
haben einen unglaublich geilen Kader für eine zweite Liga, haben unglaublich gute Voraussetzungen. Die können definitiv oben mitspielen und das werden sie sicherlich auch machen. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel und hoffentlich auf die nächsten 3 Punkte, denn das wäre mittlerweile definitiv mehr als verdient in diesem Verlauf der Saison. Und damit würde ich sowieso immer gerne euren Kommentar dazu sehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig supporten. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit ciao Leute und bis zum nächsten Mal.